Willkommen beim Bushcraft Talk. Heute beantworte ich wieder eure Fragen. Noch eine Frage kam: Wie siehst du das mit dem Verzehr von Beeren, Früchten in der Natur, mit der Gefährlichkeit in Beziehung zu möglichen Tierkrankheiten, in Klammern Tollwut? Zu Tollwut habe ich mir direkt mal was rausgesucht, und zwar eine aktuelle Studie vom RKI, Robert-Koch-Institut, was wir ja laut Corona jetzt ja alle schön wissen. Da war 2006 war sozusagen der letzte Fuchs gefunden, der Tollwut hatte. Und seit 2008 gab es keine Vorkommnisse in dem Sinn mehr. In Deutschland wird es jedes Jahr sozusagen überprüft, stand auch in dem Bericht vom Robert-Koch-Institut, dass Deutschland sozusagen tollwutfrei ist. Gibt natürlich auch noch Länder, wo das sozusagen vorkommt. Bei der Tollwut ist es aber auch immer so, dass es sozusagen über den Speichel von einem infizierten Tier übertragen wird. Also sprich, man muss schon gebissen werden. Die Krankheit, wenn man sie hat, ist wirklich nicht ganz ohne. Also da kann man, oder die meisten sterben auch daran. Man kann es natürlich, die Wunde auch natürlich gleich auswaschen. Aber sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, jetzt hier in Deutschland von einem infizierten Tier gebissen zu werden, da es ja auch tollwutfrei in Deutschland heißt, ist also sehr, sehr gering. Bei Beeren, wenn man sie verzehrt, ist natürlich auch so der Fuchsbandwurm, mit dem jetzt auch nicht gerade zu spaßen ist. Aber da ist es auch so, ich meine, der Fuchsbandwurm ist im Fuchs, wie es so schön heißt, und in dem sein Stuhlgang. Es ist so, dass die Larven, die der Fuchs ausscheidet, die müssen dann relativ schnell in einen neuen Wirt kommen. Wenn die da längere Zeit sozusagen liegen in der Sonne oder bei heißen Temperaturen, gehen sie sowieso kaputt. Und dann ist es auch so, dass wenn man jetzt Beeren ab hier die Höhe einen halben Meter irgendwo von Sträuchern sozusagen isst, da ist es, sage ich mal, sehr unwahrscheinlich, dass dort ein Fuchs drauf gekackt hat. Und diese ganzen Krankheiten, auch die Zecken, sind ja auch nicht ganz ohne. Da habe ich mich sozusagen auch, wie ich das Hobby angefangen habe, habe ich mich impfen lassen. Und trotzdem sind die Krankheiten da. Aber man lernt sozusagen damit umzugehen. Und vor allen Dingen sind sie jetzt auch nicht so riesig wie andere Krankheiten, an denen man sich anstecken kann. Aber klar, es gibt sie, man soll es wissen. Man braucht aber davor jetzt nicht riesig viel Angst haben, auch als Neuling nicht. Wenn du irgendwelche Fragen hast, die bis jetzt noch nicht beantwortet sind, dann schreib das unten in die Kommentare. Ich beantworte dir beim Bushcraft Talk gerne deine Fragen.